Hallo liebe Kavatza-Freunde auf Kavatza TV, heute mit Christoph, nach langer Zeit wieder. Und der Christoph hat sich ein bisschen Zeit genommen, hat auch seine privaten Sachen erledigen müssen. Ja. Und Gott sei Dank ist er jetzt wieder da und wir können wieder mal ein gemeinsames Video drehen. Jawohl. Das heutige Thema wird wieder ein Reaktionsvideo, was mir scheint. Ich freue mich schon drauf und ja, bevor es aber losgeht, vergesst nicht den Kanal Kavatza TV zu abonnieren und lasst einen Daumen nach oben. Und in der Beschreibung findet ihr auch verschiedene Social Media Seiten, wie jetzt die eingeblendeten Instagram, meine Instagram-Seite und von Chris. Und ich schwenke mal rüber zu Chris und er wird euch das Weitere verdeutlichen. Ja, hallo erstmal von mir und lieber Seki, was habe ich heute für dich? Du hast das schon angedeutet, wir schauen uns heute wieder Self-Defense-Techniken aus dem Internet an. Vielleicht noch ganz kurz dazu, das habe ich von einem relativ großen Kanal, von einer Frau Janice Hong. Das Video ist von 2019, also relativ neu, modern, hat ziemlich viele Aufrufe bekommen und wie gesagt, Women Self-Defense. Magst du gleich einsteigen? Es sind wirklich Standardsituationen, die einem eigentlich aus diesem Frauen-Selbstverteidigungsbetrieb durchaus vertraut sein dürften. Ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal die erste an und wenn es dann noch keine weißen Haare gekriegt hast, dann schieben wir noch eine zweite hinten nach, ja? Ich bin mal gespannt. Okay. Na gut, so, vielleicht ein bisschen leiser. Du siehst das, Umklammerungsbefreiung von hinten. Eigentlich keine große Sache, nicht? Aber so, da kommt der Kollege. Step 1 foot to the side into a U-defend horse stance as you push his arms, executing a push palms hand technique. Und die Betonung liegt auf dem Wettlaufen. Jetzt erklärt es die Dame nochmal, nicht? One, then run away and escape. Ja, ich meine, kurz und knackig, wie man soll. Jetzt hoffe ich, dass du mir das erklären kannst, wie schafft die Dame das, diese umklammernden Arme hier wegzupushen, während sie ihr Hinterteil in Richtung Gegner schiebt. Ist das Magie oder? Ja, um das jetzt mal so zu erklären. Also wichtig ist, was ist hier gut oder was ist hier eher Fiktion? Also sagen wir mal, wenn man das Ganze mal so betrachtet, ist mal eine Idee da. Die Idee ist die Umklammerung von hinten, was ich jetzt deutlich gesehen habe. Und dann anschließend kommt dann diese Technik, wo ich eben den Gegner zum Schluss quasi, also ich sehe den Gegner ja nicht. Mhm. Das heißt, der Angriff kommt ja unmittelbar und ich muss es dann in dem Moment lösen. Das heißt, um das genauer zu erklären, ich stehe jetzt irgendwo und plötzlich kommt einfach ein Griff von hinten. Und ich kenne solche Situationen aus dem echten Leben, also das ist der Sicherheitsbereich, wo ich gearbeitet habe, jahrelang. Und mir ist schon mal was Ähnliches passiert, dass man wirklich mal probiert hat, mich von hinten zu umklammern. Das Problem ist, weil es funktioniert nicht so wie jetzt im Trainingssaal, nämlich durch diese Aktion ist man mal so ein bisschen unter, wie soll ich sagen, ist man noch im Reaktionsbereich, wo man jetzt noch keine Aktion setzen kann. Mhm. Was sie hier zeigt ist, jemand greift sie, okay, und nachher bringt sie eine Handlung rein. Nur werden wir es dann nachher sehen, wenn wir das eventuell dann auf Bildmaterial legen. Wir versuchen das ja, oder? Ja, natürlich, selbst. Okay, wenn wir es versuchen, dann werden wir ziemlich schnell erkennen, wenn wir das nicht sehen und jemand greift von hinten und zieht wirklich an und jetzt kommt auf die Physis an, auch wenn man als kräftiger Typ tut man sich ja schwer, ob man überhaupt diese Tat, also quasi den Hintern nach außen drücken kann und wegläuft. Das mit dem Weglaufen finde ich in Ordnung. Ja, klar. Aber jetzt zum Beispiel, ob diese Technik funktioniert. Ich will aber diese Variante, die sie jetzt zeigt, nicht jetzt ganz für schlecht erklären. Ein paar gute Ansätze sind dabei, sie macht das Volumen groß, sie gibt den Kopf nach vorne, so dass man sie nicht weiter würgen kann am Hals. Das heißt, der Kopf ist schon mal richtig vorn. Also sie lässt sich jetzt nicht so nach hinten irgendwie den Hals zugänglich.
Ja, aber das werden wir uns noch anschauen und Ja. das werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, also Also es ist jetzt nicht komplett jetzt eine Technik, wo man sagt, man sieht den Gegner ja nicht hinten. Also deswegen kann man das jetzt nicht jetzt irgendwie abschreiben, schon total Fourth, we schlecht. have the rear bear hug. Aber es sind schon ein paar Sachen dabei, die nicht funktionieren würden. Also unser liebes Publikum sitzt ja mittlerweile schon eingeblendet, nur wie gesagt, wir besprechen das meistens zuerst. Dann Ja, wir machen es ja für uns live und In deswegen der ist es Tat, natürlich, das macht das Ganze auch so echt. Vor allem Step one, darum foot to the frage side ich, into a you defend horse stance. wie soll das laufen, dass man dann, während man sich nach vorbiegt, den Griff dann auch irgendwie löst. Ich Darf man werd's das ja Problem haben, wir werden es ja nochmal anschauen. Ja, aber ich werde dann selber diese Technik anwenden müssen Ja. und das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, da sind sie großzügig dann ein bisschen rausgegangen aus dem Bild und plötzlich war der Griff gelöst. Schauen wir mal, wie das wird. Aber wie gesagt, man kann die Technik in verschiedene Stufen einteilen, wo halt was Gutes dabei ist und wo halt dann wieder was dabei ist, was halt jetzt Fiktion ist. Gut, das sind ja auch Prinzipien, die du im Unterricht oft anwendest. Es gibt den Reaktionspart, der ist quasi Muscle Memory, und dann gibt es den Aktionspart, da habe ich dann eigentlich die Situation schon einigermaßen entschärft, da kann ich dann in die Handlungsebene einsteigen. Ja. Das haben wir ja recht. Total durchgefallen ist sie nicht, aber es sind ein paar Sachen dabei, wo es dann das... Also ich würd diese Übung gerne in 3 Zonen beurteilen, also quasi in drei Teilen, Ja. wo eine gute Note ist und wo eine schlechte Note ist. Ja. Okay, also interessant. gesamt wegschmeißen würde ich es nicht, sondern irgendwann aber dort, wo die Kraft einsetzen muss, und ja, das ist nicht so optimal, aber ich gebe ihr noch den Bonus, dadurch, dass man ja dass sie nicht weiß, was passiert hinten, Ja. zieht sie den Kopf nach vorne und nach der Aktion, wo sie öffnet, das Weglaufen. Ja. Das Öffnen ist sehr problematisch hier. Das Aber sollte man schon lobend erwähnen hier, das betont sie. ja, und sie läuft auch in die Richtung, wo sie hinschaut. Das ist weg vom Gegner, und das finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Ja, das ist eine feine Idee. Naja, dann vielleicht eine zweite erbrachte Leistung, Ja, gerne. wenn du schon beim Benoten bist. Frontale Würgeabwehr, Klassiker, nicht wahr? Boah, völlig abwehren. Die schocken immer die meisten. Die kommen aber auch ständig vor. Weil wir haben es anders wie das Würgeabwehren ja auch. Das Problem ist halt die beiden Daumen, die dann eingesetzt werden beim Würgen. Und Ja, und weißt du auch oft, was dich immer auf die Palme bringt, wenn ich mich recht erinnere, ist, dass da einfach überhaupt kein Push stattfindet. Das ist ja dann oft ein statisches, die Hände auf den Hals legen. Und aber schauen wir, vielleicht ist es anders. Schauen wir mal, wie es Ich hier kenne diese ist, ne? Videos nicht. We have the double hand front choke. Double Hand Front Choke. Los geht's. So, siehst du? Hier. Sie dreht sich wieder gut um und dann rennt sie weg und sie ist die ganze Zeit im Rückwärtsgang. Man sieht sie nochmal, sie zieht das Kind nach unten, Ja. steigt nach hinten, Bring your arm up, setzt den Arm von oben. arms in a chopping motion. As you Also auch hier Weißt du? Everything is just 2 counts. ist es ähnlich. So, das wird 1, jetzt. 2. Then run away and Also, lieber Seki, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das mit deinem Griff jetzt schaffen werde, mit der Na, also wiederum, schauen wir uns mal an die positiven Sachen. Laufrichtung stimmt. Nach der Befreiung, sie rennt davon, das ist immer gut, wenn man davon rennen kann. Was sie auch noch richtig macht, wo die Hände rüberkommen, sie verpasst die Chance, einen direkten Angriff zu machen, kann passieren, gibt sie ein Kinn runter. Ja. Und die ganze Aktion setzt dann nachher mit dem Arm ein, nur der Arm, so wie sie es einsetzt, kriegst du die Arme nicht los. Das. Also ich sage mal, es sind wieder ein paar gute Sachen dabei, aber immer diese Befreiung, die scheitert an der Befreiung. Also bei der Befreiung würde ich bei ihr noch arbeiten. Wenn sie die Befreiung so machen würde, wie ich sie zeige, dann wäre das wirklich eine sehr gute Technik. Ich verstehe. Also die beiden Übungen scheitern, also ist das Hauptproblem hier in der Befreiung. Was relativ ungewöhnlich ist, weil viele scheitern ja meistens schon beim Reaktionspart. Sie macht auch jetzt nicht den Fehler, dass man jetzt in der Vorkampfstellung steht und einfach nur irgendwie in die Situation kommt, sondern der Gegner attackiert sie frontal, sie wird überrascht und in der Situation, wo sie überrascht wird, setzt sie wieder quasi Verteidigungstechniken ein, die teilweise
zu 2 Drittel in Ordnung sind und 1 Drittel ist halt meiner Meinung nach dort, wo sie eigentlich das Hauptthema zum Befreien ist, das macht sie dann hier nicht so gut. Ja. Warum? Weil man dann sieht man dann ja auch in den Ja, klar. Warum, wenn wir es nachstellen? Ich habe mir gedacht, mehr als 2 von diesen typischen Standardsituationen braucht man nicht, aber das war jetzt eigentlich kein vernichtendes Urteil für die Frau Jenny Song. Naja, wenn du mir sowas präsentierst, es geht ja nicht auf dem Kanal hier darum, dass wir jetzt jeden auseinandernehmen. Nein, ich meine, wenn es ganz, ganz schlecht ist, dann sagst du auch, das ist ganz, ganz schlecht. Genug andere Videos schaut, dann werdet ihr auch merken, dass ich quasi probiere, so fair wie möglich zu bleiben. Wenn ich jetzt beispielsweise an unser Jake Mace oder an unser Master Wong Video denke. Nicht? Gut, bei Master Wong ist es ja klar. Aber in jeder Situation nehme ich ihn auch nicht auseinander. Da hat auch was Gutes und wieder was Schlechtes, aber manchmal sind dort mehrere gute Sachen dabei, die er zeigt, und manchmal auch wirklich Sachen, die komplett Schrott sind. Ja. Also, sie können aber, was sie zeigt, das ist jetzt kein Bullshit oder so. Also, nur der Teil mit der Befreiung, wie ich vorhin gesagt habe, mehrmals, macht das Ganze kaputt. Verbesserungswürdig, nicht? Ja, das war's von unserer Seite. Wieder mal mit Internettechniken durchbesprechen. Freut mich, wieder hier zu sein. Und werden wir auch nächste Woche wieder uns irgendwann zur Brust nehmen, nicht wahr? Gerne, also wie gesagt, wir können auch Rubriken oder müssen wir schauen, dass wir mal anschauen, Rubrik, wo wir ein bisschen länger nichts gemacht haben, eventuell, und vielleicht können wir da was nachziehen. Ja. Aber ja, sonst ist, wie soll Outtake machen? Ja, gerne doch. Falls ihr noch nicht habt, unbedingt den Kanal abonnieren, das hilft uns sehr, dass wir da ein bisschen Verbreitung finden. Seki hat es eingangs schon gesagt, uns auf Social Media folgen. Glocke aktivieren ist super praktisch, da bleibt sie immer am Laufenden über unsere neuesten Exploits. Und empfehlt uns doch weiter, wenn es euch gefallen hat, weil dann gefällt das sicher irgendwem anders auch, den ihr kennt. Ja, empfehlt es unbedingt weiter, weil, oder abonniert auch den Kanal, das hilft uns unheimlich auch in unseren Projekten weiterzukommen. Also unbedingt ein Like da lassen. Yes, ja. Und abonnieren nicht vergessen. Ja. Instagram-Seiten sind eingeblendet, Beschreibung reinschauen. Und schreibt uns auch in die Kommentarsektion Wünsche, Anregungen, Beschwerden. Vielleicht gibt es ja wirklich Ideen und so. Und ihr seht, sie haben großteils auch mehrere Projekte oder mehrere Rubriken, die wir durchgehen. Oder wenn ihr mal wen durchbesprochen haben wollt. Ja, das genauso. Yes, sir. Ja, naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Peace. Alles Gute.